Denn es geht nicht nur um unsere Verletzungen aus der Kindheit, sondern das innere Kind ist ein göttliches Werkzeug. Mehr als das. Denn es ist unsere Verbindung zu unserer Quelle. Und das innere Kind kreiert auch unsere Realität. Und es will für uns kreieren und es will uns alles bringen, was wir wollen. Herzlich willkommen bei Pusteblume Mentoring. Mein Name ist Magdalene und ich bringe dich in ein schönes, unbeschwertes Leben. Ich bin wieder mit meinem Rennrad unterwegs, wieder spontane Aktion, diese Videoaufnahme. Und als ich auf dem Weg hierher war ich so glücklich. Und ich dachte nur, wow, mein inneres Kind dreht gerade durch, also vor Freude. Also wirklich, so viel Freude fühle ich, wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin oder wenn ich in der Natur bin. Oh, entschuldigt, ich habe hier Besucher. Entschuldigt die wackelige Aufnahme. Ich habe so viel Freude, wenn ich Fahrrad fahre. Und diese Freude kommt aus meinem inneren Kind. Das ist seine Energie. Und diese Energie, diese Freude brauche ich auch für meine Kreationen, für das Leben, für all das Schöne, was ich in meinem Leben kreiere. Und wie geht das? Wie ist der Weg dahin? Es geht über unterschiedliche Wege. Und ein Weg davon ist die Heilung des inneren Kindes. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Guck mal, wie schöner Hintergrund. Die Heilung des inneren Kindes ist viel mehr als das, was die meisten von uns glauben. Denn es geht nicht nur um unsere Verletzungen aus der Kindheit, sondern das innere Kind ist ein göttliches Werkzeug. Für mich, meines Erachtens, genauso göttlich wie das Ego. Das Ego ist für mich auch ein göttliches Werkzeug für die Kreation in dieser Matrix, in diesen Räumen. Und für mich ist das innere Kind genauso ein göttliches Werkzeug. Nur wir kreieren anders mit beiden Werkzeugen. Und das innere Kind ist für mich eine bestimmte Energie, die sich zusammensetzt aus unterschiedlichen Anteilen. Und ich versuche das auf die Schnelle, weil das ist ein sehr komplexes Thema, darüber könnte ich wirklich Vorträge über Stunden halten, aber ich versuche mich kurz zu halten. Das innere Kind besteht aus unterschiedlichen Aspekten und Anteilen. Es ist nicht nur das verletzte innere Kind, es sind sozusagen unterschiedliche innere Kinder, grob gesagt, okay. Und das innere Kind ist viel mehr als das. Denn es ist unsere Verbindung zu unserer Quelle. Und das innere Kind kreiert auch unsere Realität. Das bedeutet, wenn wir uns mit unserem Kind versöhnen, es ausheilen, dann kreieren wir damit auch unsere Realität. Und unser Kind will mehr als Heilung. Unser inneres Kind, wie soll ich das in eine kurze ausdrücken, will Erklärungen, will verstanden werden. Es will uns verstehen, es will unsere Handlung verstehen. Es will Aufträge von uns. Es will, dass es uns gut geht. Es will, dass wir uns an die erste Stelle setzen. Es will, dass wir glücklich sind, dass wir gesund sind. Und es will für uns kreieren und es will uns alles bringen, was wir wollen. Das innere Kind ist viel, viel mehr, als wir glauben was. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns jeden Tag so oft wie möglich mit unserem inneren Kind verbinden, mit ihm kommunizieren und auf Reisen gehen. Deswegen ist es wichtig, dass wir selber zu Kindern werden und genießen und voller Freude im Leben kreieren. Das ist die Energie des inneren Kindes. Da gibt es noch die Energie der inneren Frau und der inneres Mannes, die ich auch nutze für bestimmte Handlungen. Ich gehe absichtlich bewusst in bestimmte Energien, um mir etwas Bestimmtes in der Realität zu kreieren und in mein Leben zu ziehen. Ich mache das ganz bewusst. Alles, was ich tue, ich weiß ganz genau, was ich da tue. Ja, auch in meinen Heilsitzungen. Ich weiß ganz genau, wo ich hingehe, was ich da tue und wo ich sitze, wo ich was verändere. Haargenau wie ein Laser gehe ich in ein bestimmte Energie oder
ja, zu einem bestimmten Aspekt und verändere es. Ich bin Energetikerin und habe das gelernt und jeder kann das. Jeder kann das, weil wir alle Energetiker sind. Und das innere Kind ist ein göttliches Werkzeug, was wir erhalten haben. Und wenn wir wissen, wie wir es nutzen, dann können wir uns wirklich ein schönes Leben erschaffen. Und das innere Kind ist dafür da. Es will mit uns zusammenarbeiten. Es will mit uns zusammen kreieren. Dafür ist es da. Also versöhne dich mit deinem inneren Kind und zieh ihm mit aufs Boot. Kreiert euch gemeinsam ein wunderschönes, glückliches Leben. Und das innere Kind bringt dir alles, was du brauchst, wenn du ihm das sagst. Man muss nur wissen, wie.